Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen türkischen Hersteller vorstellen, und zwar einen Füllfederhalter von Scrix, den Knight 88 oder 88 Knight. Ich will euch ein bisschen was selbstverständlich natürlich zu dem Hersteller erzählen. Dann werde ich natürlich den Füllfederhalter beschreiben. Dann werden wir einen Schreibtest machen. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt am Scrix 88 Knight und was mir weniger gut gefällt. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Ich sage euch, ob ich ihn mir wieder kaufen würde und wenn ja, wo ihr ihn vielleicht ganz günstig bekommen könnt. Dann geht's jetzt los. So sieht die Packung aus, wenn ihr euch den Scrix 88 Knight bestellt. Ja, Firma Scrix ist, finde ich, auch ein ungewöhnlicher Name. Ein türkischer Hersteller, habe ich ja schon gesagt. Der ist seit 1964 auf dem türkischen oder auf dem internationalen Markt auch zu finden. Er stammt aber nicht aus der Türkei. Also der Name stammt aus Spanien, genauer gesagt aus Katalonien. Er ist abgeleitet von dem Wort escribir, was für Schreiben steht. Und in den 30er Jahren hat in Albacete in Spanien eine Produktion von Kugelschreibern unter diesem Namen hat es da gegeben, bis Ende der 30er Jahre. In den 50er Jahren wurde der Name in die Schweiz verkauft und von dort gelangte er in die Türkei. Und wie gesagt, es handelt sich heute um den größten türkischen Hersteller von Schreibgeräten. Also, ihr seht, auch früher hat man schon Namen international gehandelt. Und ich finde auch interessant, dass man den Namen so beibehalten hat, auch wenn jetzt die Herstellung in der Türkei erfolgt und dass dort ein höchst bekannter und renommierter Hersteller ist. Ja, so sieht, wie gesagt, die Box aus, wenn ihr die bekommt. Das ist ein Pappschuber. Hier hinten steht nochmal die Modellbezeichnung drauf. 88 Dekalem, ich schätze mal, das heißt 88 Knight. Ich bitte da alle türkischen Zuseher meine Aussprache zu entschuldigen. Krom steht für Chrom, das ist die Ausführung, die ich mir hier bestellt habe. Ja, das Ganze ist hier so ein Pappschuber, hier steht es nochmal drauf, da sieht man es nochmal, Dekalem und Chrom. Scrix ist nochmal mit drauf. Dann kann man hier so rausziehen, dann hat man hier die Kiste, das ist eine, ich würde sagen, kunststoffbeschichtete, sehr angenehme Sache. Ich fand auch gut, dass man hier den Namen schon durch die Pappe durchgesehen hat. Hier hinten auch mit einem entsprechenden Scharnier versehen. Also macht einen recht hochwertigen Eindruck, ist mit wie so eine Art Kunstleder überzogen. Ja, alles sehr, sehr angenehm. Dann können wir die mal aufklappen. Und dann kommt hier das Innenleben zum Vorschein. Das ist ausgekleidet mit so einem Samt. Das ist auch hier recht weich mit Schaumstoff irgendwie gestaltet. Ihr seht hier so eine kleine Packung mit Tintenpatronen dabei. Scrix 50 Jahre. Sehr angenehm, wenn man sowas mit dabei hat. Aber wie gesagt, es ist auch der Füllfederhalter mit dabei. Also insofern alles gut. Hier wird nochmal erklärt, so rum, wie man so einen Füllfederhalter befüllen kann und wie man Tintenpatronen einlegt. Okay, ich glaube, das können wir. Hier haben wir eine Garantiekarte und da finde ich sehr interessant, Scrix Lifetime. Also ihr bekommt hier eine lebenslange Garantie. Hier seht ihr das auch nochmal. Alle Scrix Schreibgeräte sind unter Garantie gegen mechanische Defekte unabhängig vom Alter jedes Scrix-Produkt oder Einzelteil, das eine Wartung unter diesen Garantie benötigt, wird nach Eintreffen in unserem Werk repariert oder kostenlos ersetzt. Also ihr habt hier eine Lifetime Warranty. Finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Wir reden hier von einem Füllfederhalter, der ungefähr 40 Euro kostet. Ja, dann legen wir den nochmal kurz hin. Die Kiste hier unten lässt sich nicht herauslösen, jedenfalls nicht so einfach. Da zerlegt sich hier die Box, aber das hier ist alles sehr weich und hier seht ihr das nochmal, wie mit so einem Schaumstoff da hinterlegt. Okay, dann packen wir die Kiste mal an die Seite. Der Füllfederhalter an sich
ist in Chrom gehalten, so ist ja auch die Modellbezeichnung. Beginnen wir mal mit der Kappe und da seht ihr schon, da muss ich ordentlich Kraft aufwenden, um die Kappe abzuziehen. Die ist hier beschriftet mit Scrix. Die ganze Aufmachung erinnert mich so ein bisschen an Parker, deswegen habe ich mich hier bei der Tinte auch für Parker Quink schwarz-blau entschieden. Dieses gebürstete Metall erinnert mich an Parker. Was ich sehr schön finde, ist hier dieser glänzend abgesetzte Ring mit dem schwarzen Zierband. Auch sehr gut verarbeitet. Mal gucken, der Clip. Ja, recht fest, muss ich sagen. Also seht ihr hier so ein bisschen. Ich glaube, der ist der ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht wirklich so, dass ich sage, der ist absolut funktional, sondern der ist mir einfach ein Stück zu fest, um wirklich funktional zu sein. Ja, hier die Verarbeitung hier unten ist in Ordnung. Es ist nicht wirklich scharf, ja, aber es ist auch nicht so, dass ich sage, es ist weich. Das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber es ist nicht scharf verarbeitet, muss man auch sagen. Ja, hier innen seht ihr schon Innenkappe aus Kunststoff, so wie das durchaus üblich ist. Also internationaler Standard, sage ich mal. Hier seht ihr nochmal auch hier nochmal das Logo, den Schriftzug von Scrix. Dann kommen wir zum Griffstück. Griffstück in Kunststoff gehalten. Hier seht ihr wieder meinen üblichen Kritikpunkt. Werde ich euch nachher auch nochmal sagen. Kunststoffgewinde auf Metallgewinde. Konverter war dabei. Standardkonverter, wie gesagt, habe den schon mal hier befüllt. Und Griffstück ist sehr griffig, Kunststoff gehalten. Feder, müssen wir noch mal ein bisschen anders fokussieren hier. Finde ich, ist sehr gut gemacht. So, die sieht sehr schön aus. Scrix, established 1964. M-Feder. Also sieht sehr gut aus. Schöne Feder. Gut gearbeitet. Tintenleiter. Nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches. Typische Lamellenform. Ja, Konverter, wie gesagt, haben wir auch mit drin. Finde ich immer sehr schön, wenn der mit zur Packung gehört und zum Einkauf gehört. Dann schauen wir uns den Schaft nochmal an. Abschlussstück, also der ist erstmal in so einem gebürsteten Chrommetall gehalten. Das sieht sehr edel aus. Und am Kappenkopf, sage ich schon, am Abschlussstück, am Endstück der Kappe, da auch wieder so ein bisschen abgesetzt mit glänzendem verchromtem Metall. Mit diesen zwei Ringen, sieht sehr edel aus, ein absolut klassischer Füllfederhalter. Auch hier wieder dieser schwarze Ring abgesetzt, sieht auch sehr, sehr gut aus. Innen drin Gewinde, ganz normal. Wir können noch mal hier gucken, ein bisschen reinleuchten, aber da gibt es keine Besonderheiten zu sehen. Kunststoffführung oder, Moment, jetzt müssen wir mal gucken, ist das überhaupt eine Kunststoffführung? Sollen wir noch eine andere Lampe nehmen? Ich würde sagen, das ist keine Kunststoffführung, sondern da ist ganz normal das Metall drin. Ja. Ja, denke, da ist nur das Metall. Okay, ja. Schöne Form, klassische Form, keine Besonderheiten, bauen wir dann wieder zusammen. Hier hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist mir jetzt zum zweiten Mal aufgefallen, dass das Gewinde so ein bisschen nicht hakt, aber ich sag mal so einen gewissen Anlauf braucht, damit man es hier aufsetzen kann. Ja, hörte das so? Also da ist, glaube ich, noch ein bisschen Spiel drin, dass man da das noch verbessern könnte. Ja, okay, so viel zu den Teilen. Ein aus meiner Sicht gelungener Füllfederhalter mit in der klassischen Form. Ja, also ich kann jetzt nicht wirklich negative Punkte da finden, außer den Dingen, die ich euch schon da gesagt habe, die man so ein bisschen bedenken kann.
Und dann schlage ich vor, dass wir als nächstes mal einen Schreibtest machen. Der Schreibtest mit dem Scrix 88 Ignite. So. Also, das hier ist der Scrix 88 Ignite mit einer M-Feder. Und die Tinte ist Parker Quink schwarz-blau. Das Papier ist Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay. Ich finde schon mal den Tintenfluss sehr schön. Dann werden wir mal loslegen und ihr könnt wieder zuhören und euch ein Bild davon machen, wie der hier übers Papier gleitet. Also ich finde, der schreibt ganz fantastisch. Die Feder ist absolut gelungen, seidenweich, schöner Tintenfluss, kann man überhaupt nichts dran aussetzen. Also sehr gut gelungen. Er liegt griffig in der Hand. Das ist vielleicht auch der Vorteil des Kunststoffgriffstückes gegenüber einem Metallgriffstück. Ich weiß, der eine oder andere hat ja da seine Befürchtungen mit Metallgriffstücken. Gehöre ich auch dazu. Habe einige sehr gute, aber auch einige weniger gute Füllfederhalter mit Metallgriffstücken. Also insofern alles richtig gemacht. Scrix, habe da einen schönen Füllfederhalter hergestellt. Jetzt haben wir den im Moment offen gelassen. Und jetzt versuchen wir mal schnelles Schreiben und schauen mal, ob er gleich da ist. Jo. Ja, ganz fantastisch. Sofort da und auch ein super Tintenfluss. Also da kommt ordentlich Tinte raus. Dann schreiben wir mal verkehrt herum. Ja, da kommt er zum Ende, wenn man noch ein bisschen schneller schreibt, auch an seine Grenzen. Und da habt ihr auch deutlich gehört, es ist deutlich mehr Feedback da von der Feder. Aber wie gesagt, ich sage es ja immer wieder dazu an dieser Stelle, das ist ja nicht die eigentliche Nutzungsart dieses Füllfederhalters, dass man ihn verkehrt rum benutzt. Okay, dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Variation hineinbekommen. Mit aller Vorsicht, wieder mal hier. Ja, das sieht sehr gut aus. Die Feder zeigt durchaus Variationen. Finde ich, ist sehr, sehr gut gelungen. Wenn ihr hier an den verschiedenen Stellen mal schaut. Also wirklich eine tolle Feder. Schauen wir mal Tintenfluss. Da seht ihr schon, guck mal, was da Tinte rauskommt. Das ist richtig, richtig gut. Also Tintenfluss auch gelungen. Ich glaube, mit dem Füllfederhalter habt ihr keine Probleme. Der kommt auf jeden Fall mit jedem Schreibtempo klar bei dem Tintenfluss, den er hat. Okay, soviel zum Schreibtest. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Scrix 88 Ignite. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Scrix 88 Ignite? Was mir sehr gut gefällt, ist die lebenslange Garantie. Ich finde, wenn ein Hersteller lebenslange Garantie gibt, dann ist er überzeugt von seinem Produkt. Und ich zeige euch hier nochmal, der Füllfederhalter von Scrix, der Knight 88, übrigens geben die für alle ihre Füllfederhalter lebenslange Garantie. Das ist wirklich ein guter Füllfederhalter. Also da muss man sagen, das ist ein Qualitätsprodukt. Der ist aufwendig verpackt, der kostet normal so um die 40 Euro. Konverter dabei, die Feder ist hervorragend, die M-Feder, die ich jetzt hier drauf hatte. Hervorragender Tintenfluss, der hat mir sehr gut gefallen. Seidenweich ist das Schreibgefühl, liegt fantastisch in der Hand, schöne Verpackung, was will man mehr? Allerdings 40 Euro. Also da gibt es durchaus auch Alternativen.
Und so ein paar Kinken hat er schon. Ich habe es euch vorhin gezeigt. Ich sage es hier nochmal. Man muss schon ordentlich ziehen, um die Kappe abzubekommen. Die sitzt schon bombenfest. Das finde ich ist fast eine Nummer zu viel. Das Griffstück in schwarz gehalten. Ich finde es nicht störend. Ich finde es sehr griffig. Ich finde es sehr gut. Aber der eine oder andere wird sagen, ja, wenn man so einen Füllfederhalter in Chrom herstellt, und das ist ja die Modellbezeichnung, dann kann man auch das Griffstück in Chrom machen. Kann man nicht mehr zu sagen, denke ich. Und was mir nicht so gut gefallen hat, ist, ich zeige es euch hier nochmal, wenn man den Schaft und Griffstück miteinander verbindet, dann kann es sein, dass es hier so ein bisschen verkantet. Also da muss man dann nochmal zurückdrehen und nochmal aufschrauben. Das könnte sein, dass das natürlich auch dann bei der Langlebigkeit eine Rolle spielt, dass da vielleicht irgendwie, auch weil es zwei verschiedene Materialien sind, Kunststoff und Metall, dass das bei der Langlebigkeit dann eine Rolle spielt und vielleicht sich negativ darauf auswirkt. Muss man sehen, muss man abwarten. Mir ist es nur aufgefallen, dass es nicht so fließend da entsprechend sich aufschrauben, beziehungsweise beim Abschrauben habe ich das Problem nicht gehabt, aber beim Aufschrauben, dass es sich da nicht so fließend aufschrauben lässt. Okay, ja, würde ich ihn mir wieder kaufen. Also ich muss sagen, ich habe ihn bei Scrittura Elegante. Das ist ein Vertrieb in den Niederlanden. Die haben die Website www.scritura-elegante.nl. Da habe ich ihn im Rahmen einer 50% Aktion bekommen. Und für den Preis, den ich da bezahlt habe ich ja gesagt, Normalpreis ca. 40 Euro, da würde ich mir auf jeden Fall wiederholen, weil ich es auch schön finde, Firmen zu unterstützen, die absolut überzeugt von ihren Produkten sind. Und wenn was kaputt geht, dann auch sagen, okay, dann leisten wir auch lebenslangen Ersatz, weil eigentlich sind unsere Produkte so hergestellt, dass sie lebenslang halten sollten. Insofern würde ich es auf jeden Fall machen. Übrigens, Scrittura Elegante bietet ab 100 Euro kostenfreien Versand. Ich habe mir da mehrere Füllfederhalter von Scrix damals bestellt, sodass ich da auch den kostenfreien Versand nutzen konnte. Dafür würde ich mir immer wieder kaufen. Ich würde ihn mir vielleicht auch wieder kaufen für den vollen Preis, weil ich einfach sage, okay, lebenslange Garantie. Selbst wenn diese von mir beschriebenen leichten Ungereimtheiten, will ich es mal nennen. Ich will nicht wirklich sagen Mängel. Aber die ich jetzt hier bei dem Modell festgestellt habe, wenn mir nachher der Hersteller diese beseitigt und ich nur das Porto zu tragen habe, dann habe ich hier mit dem Knight 88 oder 88 Knight einen lebenslangen Begleiter. Wer klassische Füllfederhalter mag, der findet hier etwas, ich sage es nochmal, es ist für mich so ein bisschen wie der Parker-Stil. Der findet hier einen tollen Füllfederhalter. Ja, so viel dazu. Habt ihr einen Füllfederhalter von Scrix? Kennt ihr den Hersteller? Habt ihr eigene Erfahrungen gemacht? Ich würde mich über eure Kommentare dazu freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.